Hallo zusammen, ich habe mich in den letzten Tagen mal in die Untiefen von Steam begeben und dort einige Demos und Playtests zu kommenden Aufbauspielen unter die Lupe genommen. Und da liegt es doch nahe, dass ich sie euch heute in diesem Video mal vorstelle. Ich habe 4 Stück mitgebracht und gebe einen kleinen Überblick über jedes Spiel. In der Regel sollten die Spiele dann auch eine Demo haben, die ihr ausprobieren könnt, sollte euch ein Titel gefallen. Ich schreibe es jeweils dazu. Doch dafür müsst ihr sie ja erstmal sehen. Deshalb Abfahrt. Wer wissen möchte, wie Anno wohl im antiken China aussehen würde, braucht sich nur Celestial Empire angucken. Das habe ich im Zuge eines Playtests eine ganze Weile gespielt und bereits sehr viel Spaß damit gehabt. Wir starten auf einer großen Karte und müssen zunächst unser Hauptgebäude errichten und von dem ausgehend dann eine blühende Stadt hochziehen. Dafür müssen Straßen gezogen und an ihnen meine Bauernhütten platziert werden. Die einziehenden Bauern haben ihre eigenen Bedürfnisse und wollen beispielsweise etwas Reis zum Essen haben. Nichts leichter als das, einfach eine Reisfarm errichten und fertig. Nicht ganz. Hier müssen die Reisfelder, die wir im zweiten Schritt, nachdem wir das Farmhaus gebaut haben, wie in Anno 1800 anlegen können, zusätzlich bewässert werden. Dafür errichten wir eine Pumpe am Fluss und leiten das Wasser durch kleine Kanäle zu den Feldern. Da die Pumpe aber nur einen bestimmten Druck bieten kann, müssen bei langen Kanalanlagen immer mal wieder Zwischenpumpen gebaut werden, damit das Wasser weiter fließen kann. Dann nur noch einen Kornspeicher per Straße mit den Farmen verbinden und die Nahrungsversorgung steht fürs Erste. Mit Hilfe meines Beraters und seinen Aufgaben werden dann immer weitere Gebäude eingeführt, für die ich natürlich Baumaterial brauche, das mir Holzfäller und Sägewerk liefern, quasi die erste Produktionskette. Viele neue Gebäude muss ich allerdings erstmal im Tech-Tree erforschen. Dafür brauche ich Forschungspunkte, die Erfinderwerkstätten liefern, wenn ich sie in der Nähe meiner Häuser platziere. Teilweise sind die Gebäude noch an die Bevölkerungszahl gekoppelt, bevor ich sie erforschen kann. Ich brauche also erstmal 150 Bauern für die Hanfplantage, 220 für den Altar und so weiter. Für die erforschten Gebäude kann ich außerdem noch Verbesserungen erforschen, die in der Regel sowas sind wie günstigere Baukosten, ein größerer Einzugsbereich, geringere Betriebskosten oder bessere Produktivität. Richtig gut finde ich, dass es einen Planungsmodus gibt. Ich kann darin Gebäude platzieren, für die ich entweder noch nicht genug Rohstoffe besitze oder weil ich einfach mal gucken will, wie meine Stadt so wachsen soll. Diese geplanten Hütten stehen dann an der entsprechenden Stelle und können von mir dann später einfach gebaut werden, sei es einzeln oder im großen Stil. Das hätte ich mir bei Anno auch das ein oder andere Mal gewünscht. Habe ich den Altar errichtet, hält ein weiterer Aspekt Einzug ins Spiel: die Religion. Ich kann mir einen der 3 Götter, oh je, jetzt kommt die Aussprache, Ao Guang, Nuwa oder Wukong aussuchen, der von dort an mein Patron ist. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Das bringt mir grundsätzlich schon mal einen passiven Bonus, den ich mir dankenswerterweise auch nochmal in einem kleinen Hilfefenster ansehen kann und in Zukunft noch einen Rabatt. Wo der relevant wird, sage ich euch gleich. Ich habe mich jetzt für Nuwa entschieden, die Wohnhäusern mit 3 direkten Nachbarn mehr Wohnraum schenkt. Ich muss also weniger Häuser für mehr Leute errichten. Von nun an kann ich auch Schreine bauen, in denen meine Bewohner beten können und so Glaubenspunkte sammeln. Diese kann ich im Himmelreich für weitere Boni ausgeben, wobei mir mein Patron satte 40% auf alles gibt, außer Tiernahrung. 40%. Ich muss dort also weniger Glauben ausgeben. Die freischaltbaren Boni der beiden anderen Götter kann ich netterweise auch erwerben. Außerdem kann ich Segen und Wunder kaufen, die mir auf Erden Vorteile bringen können. Ich gehe hier aber mal nicht zu sehr ins Detail, ich glaube, ihr versteht den Grundgedanken dahinter. Die Schreine wehren außerdem böse Geister ab, die ab und zu über die Karte fegen. Ich sollte also darauf achten, dass ich genügend Schreine errichtet habe, um meine Dorfbewohner zu schützen. Die zahlen nämlich nicht nur brav Steuern, sondern können von mir auch zur Steigerung der Produktivität meiner Wirtschaftsgebäude genutzt werden. Wenn ich arbeitslose Bauern habe, kann ich sie zum Beispiel in die Weberei schicken, um so mehr Kleidungsstücke zu produzieren, ohne direkt eine weitere bauen zu müssen. Die Hanffelder müssen übrigens, anders als die Reisfelder, nicht mit Kanälen verbunden werden. Apropos Kanal, abonniert doch mal diesen Kanal hier, damit der Content so fließt wie das Wasser durch die Pumpen. So geht die Zeit ins Land, immer mehr Leute ziehen in die Region und ich kann irgendwann einen Weeping Fountain errichten, in dem ich eine Opfergabe an die Götter in Form von Rohstoffen darbieten kann, um so quasi eine Stufe aufzusteigen.
Dieser Aufstieg lässt mich wieder einen Bonus auswählen und ermöglicht es mir danach, meine Bauernhütten, sofern die Bewohner happy sind, weil ich ihre Bedürfnisse erfülle, aufsteigen zu lassen. Dadurch ziehen dann Handwerker die zweite Bevölkerungsschicht in die Häuser ein und bringen, wer hätte es gedacht, neue Bedürfnisse und Gebäude mit. Und den Handel mit anderen Provinzen als weiteres System. Hier kann ich in einem separaten Menü Karawanen mit unterschiedlichen Werten anheuern, danach kaufe ich mir Handelsrechte auf gewünschte Waren und kann dann meine Karawane auf den Weg schicken, um Waren einzukaufen oder unters Volk der anderen Städte zu bringen. Das ist hilfreich, wenn mir eine Ware ausgeht und ich schnell Nachschub brauche oder ich diese gar nicht erst herstellen kann. Das sind beispielsweise die Importwaren, die meine Leute irgendwann haben wollen. Die muss ich also über den Handel ins Reich bringen. Ach, das ist alles so schön umfangreich und spaßig, wie ihr merkt. Ich komme aus dem Erzählen gar nicht heraus. Deshalb schneide ich jetzt nochmal ein paar Sachen kurz an, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Es gibt einen Wetter- und Jahreszeitenwechsel, der beispielsweise die Produktivität meiner Gebäude beeinflusst. Im Winter arbeiten die Farmen nur noch mit 30% ihrer üblichen Effizienz. Das muss ich bedenken. Entweder ich häufe vorher bereits einen Vorrat an oder muss im Winter mehr Bauern zur Arbeit schicken, um die Bilanz positiv zu halten. Im Winter werden außerdem mehr Baumstämme als Brennmaterial genutzt. Das muss ich auch im Hinblick auf die Bretterproduktion bedenken. Ich darf nicht einfach alle Stämme zu Baumaterial verarbeiten, weil meine Leute sonst zu frieren beginnen. Solche Statistiken kann ich mir jederzeit detailliert anzeigen lassen. Sehr praktisch. Generell finde ich den Look des Spiels richtig schön. Das ist alles sehr stimmungsvoll, wenn die Laternen rot leuchten, Kinder Drachen steigen lassen und allgemein das Leben in der Stadt brummt. Es gibt einige süße Animationen in den Produktionen und es macht mir einfach Freude, das Spiel anzuschauen. Das kann ich sogar von noch näherem machen, weil es einen First-Person-Modus wie bei Manor Lords gibt. Darin kann ich durch meine Ländereien laufen und, das habe ich erst später durch Zufall bemerkt, selbst Hand anlegen. In den Produktionsgebäuden gibt es nämlich die Möglichkeit, einfach per Tastendruck die Ware zu produzieren oder Bäume zu fällen. Dadurch kann ich gezielt die ein oder andere Warenkette etwas boosten. Eine sehr lustige Idee. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf dieses Spiel und bin schon ein wenig hyped. Spannend, dass ich bis vor kurzem noch nie etwas davon gehört hatte, obwohl es sich schon eine ganze Weile in Entwicklung befindet. Ich bin gespannt, wann es final erscheinen wird und was es dann noch zu bieten hat. Das Potenzial ist definitiv sehr groß. Your Majesty, some buildings have been damaged and need your attention. Ich bin immer wieder fasziniert, welche Szenarien ausgesucht werden, um darin ein Aufbauspiel anzusiedeln. Umso mehr bin ich fasziniert, wie gut das oftmals funktioniert. In Live Below sind wir dafür zuständig, ein Korallenriff zu bevölkern. Dafür sind unsere kleinen süßen Wassergeister unabdingbar. Sie bauen die Gebäude und transportieren die Rohstoffe von A nach B. Passend zum Setting sind die Gebäude hier Korallen, die wir beispielsweise auf Rohstoffvorkommen errichten, um dort Korallenmaterial, das wir für weitere Korallen benötigen, abzubauen. Allerdings benötigen die Gebäude alle Energie, die wiederum durch andere Korallen erzeugt wird. Die andere Grundressource, Perlen, wird natürlich durch große Muscheln erzeugt. Es gibt die Forschung, mit der wir neue Korallen und andere Gebäude erforschen können, vorausgesetzt wir haben die benötigte Menge an Rohstoffen zur Verfügung. Wie der Output an Ressourcen so aussieht, kann ich jederzeit einsehen, indem ich einfach auf das entsprechende Gebäude klicke. Das ist sehr hilfreich. Zusätzlich zur Forschung gibt es auch noch ein rudimentäres Crafting-System, bei dem wir beispielsweise Seegras von unseren Wassergeistern ernten lassen und dieses dann im Crafter mit ein paar Perlen zu diesen Ködern verarbeiten. Diese kann ich auslegen, um so Meeresbewohner zu meinem Riff zu locken, damit sie bei mir einziehen. Allerdings nur, wenn ich für Algen als Nahrungsquelle und Wohnraum gesorgt habe. Je mehr Fische und Co. sich bei mir tummeln, desto mehr Biodiversität sammle ich, welche ich für fortgeschrittene Forschung benötige und zum Kauf von weiteren Gebieten. Denn da ich nur auf dem felsigen Boden bauen kann, wird es mit der Zeit etwas eng hier. Die angrenzenden Zonen kosten dann ein paar Rohstoffe und Biodiversität und können dann von mir ebenfalls bebaut werden. Je nach Region kann ich auch andere Fische anlocken und so eine breit gefächerte Ansammlung an Lebewesen beherbergen. Jede Region hat ihre eigenen Werte, so haben sie beispielsweise unterschiedliche Wassertemperaturen. Diese beeinflussen, wie wohl sich unsere Flora und Fauna fühlen. Bei zufälligen Ereignissen, wie dieser plötzlichen Erwärmung, kann das Gleichgewicht des Riffs ins Wanken kommen und ich muss zwingend gegensteuern, weil meine Gebäude sonst drunter leiden.
Zu warm oder zu kalt ist halt nicht gut. Es soll laut Codex-Eintrag auch noch weitere Events geben, wie Wasserverschmutzung oder eisige Strömungen. Die Demo hat bereits einen sehr schönen Look, wie ich finde. Die Unterwasserwelt ist farbenfroh. Wenn meine Fische so umherschwimmen, geht mir fast das Herz auf. Die Charaktere, die so durch die Einführung und Story leiten, sind ebenfalls sehr süß gestaltet und brechen zum Ende der Probeversion auch charmant die 4. Wand, bevor sie in eine der gut gemachten Zwischensequenzen überleiten. In sich ist das alles richtig stimmig. Auch das UI folgt diesem guten Designansatz. Alles ist übersichtlich, ich erhalte schnell Infos zu meinen potenziellen Fragen und kann somit auch fix reagieren, sollte mal etwas nicht rund laufen. Live Below spielt sich sehr angenehm, ist etwas langsamer, was das Tempo angeht und macht mir jetzt schon Lust auf mehr. Verschieße! Die Systeme sind leicht verständlich und bieten doch genug Tiefgang, um nicht zu langweilen. Gerade mit Ausblick auf die weiteren Gebiete, die ich erwerben kann, ist potenziell auch für Langzeitmotivation gesorgt. Was die anderen Biome und besonders die Katastrophen zu bieten haben, wird sicher interessant zu sehen sein. Das Spiel ist auf jeden Fall schon mal auf meine Wunschliste geschwommen. Die Azteken hatten es damals nicht leicht. Tagsüber Bäume fällen, Steine kloppen und Gebäude bauen und nachts dann unter einer magischen Kuppel ausharren, während unentwegt magische Projektile auf sie einprasseln, ständig in Angst, dass das geopferte Blut ausgeht und die Siedlung schließlich dem Untergang geweiht ist. Naja, so zumindest war es laut Aztecs The Last Sun. Das Spiel lässt uns in der Rolle des Herrschers über eine kleine Gruppe Azteken die sagenumwobene Stadt Tenochtitlan errichten. Dafür müssen Baumaterial organisiert und Hütten für die Bevölkerung gebaut werden. Die Rohstoffgebäude errichte ich in der Nähe der entsprechenden Vorkommen, also neben Bäumen oder Steinen. Sie müssen noch durch eine Straße mit dem Tempel und dem Lagerhaus verbunden werden. Voll einsatzbereit sind sie aber erst, wenn ich ihnen zum einen Arbeiter zuweise und zum anderen eine aktive Verbindung zwischen dem Lager und der Produktionsstätte etabliert habe. Dann noch Träger auf diese Verbindung setzen und schon läuft der Laden. Die Hütten der Leute werden ebenfalls einfach an die Straßen geflanscht. Die obdachlosen Untertanen ziehen dann ein und zahlen Steuern. Wichtig ist aber, dass sie Zugang zu Wasser haben, da sie sonst über kurz oder lang erkranken und bei fehlender Behandlung auch sterben können. Wäre ungut für meine Wirtschaft. Daher kann ich sie entweder in der Nähe von Gewässern bauen oder diese Kanäle buddeln lassen, damit sie ausreichend versorgt sind. Nett finden sie auch Nahrung, die beispielsweise durch Fischer gesammelt und an der Kochstelle zu Mahlzeiten verarbeitet werden kann. So unterscheidet sich The Last Sun ja jetzt nicht so sehr von anderen Spielen in dem Genre, doch wie anfangs schon erwähnt, ändert sich das Spiel, sobald die Zeit voranschreitet und es Nacht wird. Denn dann greift der böse Black Metal, For my name is Achitometal, die Stadt an und wird sie, sollten wir vorher kein Blutritual durchgeführt haben, kurzerhand kaputt machen. Den Blutspeicher für dieses Ritual füllen wir, indem wir entweder Gefangene oder unsere eigenen Leute opfern, wobei letzteres komischerweise die Zufriedenheit der Bevölkerung drückt, oder wir nutzen unsere Grace-Punkte, die wir durch positive Aktionen verdienen können. Die Angriffe von Achitometal verringern dann Stück für Stück den Füllstand des Tanks und treiben mir somit gerne die Schweißperlen auf die Stirn, weil das Blut vielleicht nicht ausreicht. Zu Priestern ausgebildete Adlige können als einzige Person außerhalb der Kuppel umherlaufen und so während der Nacht entweder Blut an diesen Tempeln sammeln oder besonders starke Geschütze bekämpfen. Ist die Nacht überstanden, geht es tagsüber wieder damit weiter, die eigene Stadt zu vergrößern. Wobei wir immer nur innerhalb der Kuppel bauen und Rohstoffe sammeln können. Platz wird also gerne zu einem Problem. Forschung gibt es natürlich auch. Damit können weitere Gebäude erforscht werden, die mir im Spielverlauf helfen können. In der Demo ist noch nicht so viel freischaltbar, aber die Masse an möglichen Forschung lässt schon mal erahnen, welchen Umfang wir hier haben werden. Immer wieder stehe ich auch vor Entscheidungen, weil die Bewohner etwas von mir fordern. Ich habe da meist 3 Antwortmöglichkeiten. Erstens, ich kümmere mich fix darum, was die Zufriedenheit steigert. Zweitens, ich kümmere mich etwas gemächlicher darum, was sie neutral lässt. Oder drittens, ich kümmere mich da jetzt gar nicht drum, beispielsweise weil ich andere Prioritäten setzen muss, um die nächste Nacht überhaupt zu überleben, was dann die Zufriedenheit drückt. Über kurz oder lang müssen wir den Bereich der Kuppel ausweiten. Das tun wir mit Hilfe dieser Beacons, die etwas mehr Gebiet erschließen.
Es gibt zudem noch die Expeditionen, die meine Leute außerhalb der eigenen Region durchführen können und so besondere Rohstoffe und so weiter zurückbringen. Auch hier lässt sich absehen, dass da noch einiges möglich sein wird. Das könnte ein richtiger Zeitfresser werden. Ein, zwei Mini-Problemchen habe ich allerdings festgestellt, die ich euch nicht vorenthalten will. Straßen sind für den reibungslosen Ablauf in der Stadt unverzichtbar. Wenn ich mich jedoch minimal verbaut habe, kann ich nicht, wie in Anno oder so, einen kleinen Teilabschnitt der Straße entfernen. Nein, das Spiel fasst immer einen gewissen längeren Abschnitt zusammen, sodass ich gezwungen bin, mehr abzureißen und neu zu bauen. Ein bisschen fummelig. Auch blockten sich bei mir die Träger einmal, weil ich zu viele von ihnen auf einmal zum Produktionsgebäude geschickt habe. Da musste ich sie erstmal entlassen und ganz ruhig wieder zuweisen. Das kann sicherlich besser laufen. Und zu guter Letzt, die Story wird in vielen Dialogen und durch kurze Erläuterungen erzählt. Allerdings ist mein Ohr sich ziemlich sicher, dass es sich bei den Sprechern nicht um menschliche Schauspieler handelt, sondern um KI-Stimmen. Unfortunately, the discovery of technology itself will not help. We need obsidian to build the blood beacon. We need to build a blood beacon that allows us to get to it. Obsidian is in short supply. Without it, the blood beacon will not be created, which opens the way to gold. On behalf of the entire Aztec team, we would like to thank you sincerely for your commitment and contribution to completing the demo version of our game. Ab und an sind die Betonungen so leicht off, wie man es eigentlich nur bei KI hat. Für eine Demo durchaus noch verschmerzbar, ich bin aber ein Freund von richtigen Darstellern und hoffe, dass das im finalen Spiel noch geändert wird. Oder aber ich liege falsch, glaube ich aber nicht, wobei sie dann mit ihren Sprechern nochmal ins Studio sollten, um die Betonungen zu fixen. Dennoch war das Spiel in dieser Demo bereits interessant und fordernd genug, dass ich kurzzeitig ins Schwitzen kam und meinen ersten Durchlauf auch einfach verkackt habe. Beim zweiten Mal lief es besser, weil ich klarer wusste, was ich machen muss. Die Azteken behalte ich mal im Auge. Auf der ganz anderen Seite der Hektik- und Anspruchsskala befindet sich unser letztes Spiel für heute, Fantastic Haven. In dieser farbenfrohen Fantasy-Welt bin ich dafür zuständig, wilde Fabelwesen unter meine Fittiche zu nehmen und aufzupäppeln, um sie schließlich wieder in die freie Wildbahn zu entlassen. Dafür sollten meine Magier erstmal eine kleine Siedlung aufbauen, in der allerlei Gebäude für unterschiedliche Zwecke stehen müssen. Wichtig ist zunächst die Töpferwerkstatt, in der ich Golems herstellen kann. Gebe ich einen in Auftrag, läuft einer meiner Magier automatisch zum Gebäude und bastelt kurz drin herum. So ist das bei allen produzierenden Gebäuden. Die Magier sind dort nicht fest als Arbeiter gebunden, sondern laufen munter durch die Siedlung und packen damit an, wo Hilfe benötigt wird. Das ist ganz angenehm, weil ich sie so nicht immer umschichten muss. Gerade weil ich zu Beginn auch nur 4 Stück habe. Die Golems übernehmen von da an die Bauarbeiten an neuen und die Instandhaltung von bestehenden Gebäuden. Doch natürlich brauchen wir auch irgendwie Platz, um die Fabelwesen bei uns aufzunehmen. Also fix eine Quarantäne bauen, um sie dort erstmal zu begutachten. Die Tiere, die in solchen Kisten ankommen, müssen wir dort erstmal akklimatisieren lassen und können dann daran gehen, ihnen ein Gehege zuzuweisen. Dieses ist recht schnell vorbereitet, indem ich eine gesonderte Fläche ausweise, in der die Fabelwesen später platziert werden können. Allerdings stellen die Tiere gewisse Ansprüche an ihre Umgebung. Eine ganz stumpfe Wiese werden sie also nicht akzeptieren und sich dort auch nicht wohlfühlen. Ich muss für die richtigen äußeren Umstände sorgen. Die Größe der Fläche anpassen, Blumen und Bäume pflanzen, Wasserstellen ausheben und einen Futtertrog platzieren, denn die Tiere wollen ja auch was fressen. Dieses Futter muss wiederum in der Küche zubereitet werden. Je nach Konsument gibt es unterschiedliche Arten, die die Golems dann servieren. Abschließend wollen die Tiere auch mal spielen. Dafür kann ich so einen Ball im Gehege platzieren und ihn sogar selbst anklicken, damit er durch die Gegend hüpft und der Greif ebenfalls mit ihm interagiert. Mega! Mein Herz ist dann vollends geschmolzen, als ich gesehen habe, dass auch die Golems immer mal zum Ball laufen, um mit ihm und den Tieren zu spielen. Ist das putzig, ich kann nicht mehr. Sind alle Bedürfnisse im grünen Bereich, ist es nach einer Weile soweit und ich kann das Tier wieder auswildern. Dafür suche ich mir auf der Weltkarte eine Region aus, in der ich es freilassen will. Je nachdem, welches Fabelwesen und welche Region das ist, bringt mir das unterschiedliche Vorteile. Denn die Tiere können von da an die Rohstoffe produzieren, die ich in meinem Hort munter ausgegeben habe und dort nicht selbst herstellen kann.
Lediglich Rohmaterial häufig an, weil die Golems nach einer Weile einfach zerbröseln und dann von ihren Kumpanen aufgesammelt und zum Haupthaus gebracht werden. Dieses Rohmaterial kann ich in den Regionen mit meinen Tieren dann gegen die anderen Rohstoffe eintauschen. Ich muss gestehen, dass ich nicht hundertprozentig geschnallt habe, ob ich über diesen Tausch hinaus auch grundsätzlich Ressourcen durch die Tiere generiere. Meine Rohmaterialien waren irgendwann erschöpft und dann passierte erstmal nix. Naja, habe ich eventuell auch nicht ganz aufgepasst, habe das Spiel auch irgendwann mitten in der Nacht gespielt. Einen Engpass an Ressourcen hatte ich während der Demophase glücklicherweise nicht. Auf der Weltkarte kann ich übrigens noch mehr machen. Wenn ich eine Expedition mit Hilfe einer meiner Magier erstellt habe, kann ich interessante Punkte auf der Karte bereisen. Entweder ich stoße dort auf weitere Fabelwesen, die ich zurück zu meiner Basis bringen und dort aufpäppeln kann, oder es kommt zur Begegnung mit anderen Personen, was in Quests münden kann. Weitere Fabelwesen bedeuten natürlich auch andere Ansprüche. Ich habe später auch mal 2 unterschiedliche Arten in ein Habitat gesetzt, was so semi-gut bei ihnen ankam. Die haben es sich ordentlich gegeben. Dadurch kam es zu Verletzungen und Krankheiten, die meine Magier mit Hilfe von Medizin pflegen können, vorher muss ich sie aber erforscht und hergestellt haben. Wenn es den Tieren zu bunt wird, hauen sie auch gerne mal aus dem Gehege ab und können dann Schaden anrichten. Meine Golems müssen sich dann heldenhaft in den Kampf schmeißen und das Tier hoffentlich wieder einfangen. Wirklich hektisch wird das Ganze aber glücklicherweise nicht. Selbst solche kritischen Situationen lassen sich recht gut handeln und passen sich somit der allgemein gemütlichen Geschwindigkeit des Spiels an. Der Forschungsbaum, die Weltkarte und die Aussicht auf viele weitere wortwörtlich fantastische Fabelwesen machen mir schon mal Hoffnung auf einen guten Umfang mit vielen verschiedenen Herausforderungen. Gerade weil es etwas ruhiger ist, könnte das ein angenehmer Kontrast zu Spielen wie eben Aztec sein. Vorausgesetzt, einem gefällt die etwas comichafte, aber sehr freundliche Grafik. Das soll es für heute gewesen sein. Habt ihr ein Spiel für euch ausmachen können, das euch interessiert? Schreibt mal in die Kommentare, wer da euer Favorit ist und haut das Spiel dann auch gerne auf eure Wunschliste, um die Entwickler zu supporten. Ich bin mir sicher, dass ich das ein oder andere davon nochmal spielen werde. Bis dahin, alles Gute und tschüssi!